Im Rahmen des EU-Projektes Durch Dialog den Europa gestalten, Dialog gegen Populismus, Rassismus und Antisemitismus, darf ich heute mit Ihnen, Herrn Johannes Ithaler, ein kurzes Interview führen und ich möchte mich gleich zu Beginn dafür bedanken, dass Sie sich heute dafür Zeit nehmen. Vielen herzlichen Dank. Was mich besonders interessieren würde, ist, welche Zeit hat in Ihrem Leben eine besondere Rolle gespielt? Welches Erlebnis hat Sie besonders geprägt in Ihrem Leben? Also zuerst bedanke ich mich für das Interview. Ich habe mir überlegt, also die 1968er Revolution habe ich kaum mehr in Erinnerung, weil ich damals noch 5 Jahre alt war, also zu klein, um das wahrzunehmen. Und habe jetzt vor ein paar Wochen gelesen, dass der Kardinal Ludwig Müller vor ein paar Monaten gemeint hat, dass die Pädophilie-Skandale der Kirche aus dem Eiterherd der 1968er Jahre dieser Revolution hervorgingen würden. Und diese Meinung lehnt allerdings der Papst Franziskus eindeutig ab. Ich habe mich dann mit der Revolution von 1979 in Managua, also in Nicaragua, beschäftigt. Und diese Revolution hat mich für mein späteres Leben sehr geprägt. Das ist die sandinistische Befreiungsfront in Nicaragua gewesen, die dann zum Sturz des Diktators Somoza geführt hat. Ein großes Vorbild für mich war der Priesterdichter und damalige Kulturminister Ernesto Cardenal, der vom Papst Johannes Paul II. Mit dem Zeigefinger vor laufenden Fernsehkameras aus der ganzen Welt ob seines politischen Engagements gerügt wurde. Können Sie über dieses Jahr, was Sie da für Eindrücke hatten, was Sie da erlebt haben, vielleicht ein bisschen berichten? Ja, also im Jahre 1979 war die Revolution der Sandinisten in Nicaragua, die dann den Somoza, den Diktator, gestürzt haben. Und in dieser Zeit war der Dichterpriester Ernesto Cardenal sehr tätig. Und ich habe mich auch dann später mit der Befreiungstheologie beschäftigt, die Ernesto Cardenal in Mittelamerika und Lateinamerika auch verwendet hat. Durch diese Revolution hat es da gesellschaftliche Veränderungen gegeben, speziell? Also an speziell gesellschaftliche Veränderungen kann ich mich nicht mehr erinnern. Aufgrund dieser Situation habe ich mich dann persönlich engagiert und habe mit ein paar Jugendlichen in der Schweiz zusammen das Christliche Solidaritätsteam in Mittelamerika gegründet. Und wir haben uns politisch und auf karitativer Ebene für die Länder Mittelamerikas eingesetzt, insbesondere für El Salvador und Nicaragua. Und haben Sie da auch noch Erinnerungsstücke oder besondere Orte? Ich habe ein paar Bilder von Ernesto Cardenal zu Hause und ein bisschen Fotomaterial von der damaligen Revolution. Okay. An welche besondere Veränderungen erinnern Sie sich noch in Ihrem Leben? Gab es da noch irgendwelche Erlebnisse, irgendwelche prägenden Einschnitte in Ihrer Biografie? Also in meiner persönlichen Biografie hat der Fall der Mauer schon eine wesentliche Rolle gespielt. Ich habe später für ein Buchmanuskript ein Jahr auf der Straße gelebt mit obdachlosen Menschen. Und in dieser Zeit habe ich einen jungen Mann aus der DDR, aus der ehemaligen DDR, kennengelernt. Und der hat gemeint, naja, früher sei es ihnen besser gegangen, weil alle beschäftigt waren und alle eine Arbeit gehabt haben. Und viele andere sagen dann, na, die Freiheit ist ihnen wichtiger, dass sie jetzt in jedes Land reisen können, wohin sie wollen und demokratische Möglichkeiten haben, auch zu wählen und so weiter. Wie haben Sie diese Veränderungen in Österreich wahrgenommen? Also in Österreich habe ich wahrgenommen, wie Alois Mock, der damalige
Außenminister den Stacheldraht zerschnitten hat. Haben Sie da spezielle Bilder gesehen oder wie sind Sie darauf aufmerksam geworden? Ja, aufmerksam geworden bin ich durch die Nachrichten in Österreich-Notburg. Und welche Auswirkungen hat es dann auf Ihr späteres Leben gehabt? Ja, wir konnten dann ungehindert in die Ostblockstaaten fahren. Ein Jahr bevor die Mauer gefallen ist, bin ich mit meinem Bruder, habe ich eine Ungarnreise mit dem Fahrrad gemacht und wir konnten nicht hinüberfahren nach Rumänien. Sie haben uns nicht hinübergelassen. Das war in Arad an der ungarischen-rumänischen Grenze. Und später konnten wir dann alle Länder besuchen ohne Schwierigkeiten und wir haben uns dann Prag angeschaut, Budapest angeschaut und so weiter. Also das war dann schon für das Leben eine Bereicherung, ohne größeren Probleme diese Staaten fahren zu können. Sie schreiben ja auch einige Prosastücke, Gedichte und haben Sie vielleicht auch etwas zu dieser Zeit oder ein Beispiel? Ich habe aus dieser Zeit ein paar Gedichte zusammengestellt, die ich gerne vorlesen möchte. Sehr gerne. Das Brandenburger Tor. Als die Mauer 1989 in sich zerfiel, man die Freiheit wie eine Braut begrüßte. Nach vielen Ehejahren stellte man fest, dass Treue zum Bund ein unbezahlbares Gut ist. Hauptbahnhof. Aus allen Herrenländern kommen sie in die geschichtsträchtige Stadt. Die deutsche Metropole ist heute ein Knotenpunkt für die Völkerverständigung. Berlin ist eine weltoffene Stadt geworden. Auf Schritt und Tritt begegnet man der neuen Lebenskultur seit der sogenannten Wende 1989. Die Spree. Die Spree schien die Ausführungen der Touristenführerin zu meditieren. So ruhig fuhren wir auf dem Fluss dahin. Bei einer der unzähligen Brücken kam die Bemerkung: Ist es nicht großartig, dass man jetzt über diese Brücke gehen kann, ohne erschossen zu werden? Ja, vielen Dank für die Gedichte. Und wie sind Sie zum Schreiben animiert worden? Eben durch die Nachrichten oder Also wann haben Sie die Gedichte verfasst? Diese Gedichte habe ich verfasst vor 2 Jahren. Da war ich mit meinem Freund Alexander eine Woche in Berlin. Und wir haben uns das alles angeschaut, den Pariser Platz, das Brandenburger Tor, das Europamuseum, die Holocaust-Gedenkstätte. Und aufgrund dieser einen Woche habe ich mir dann Gedanken darüber gemacht und es versucht, in einer lyrischen, prosaischen Form Papier sehen zu lassen. Welche Hoffnungen und Erwartungen hatten Sie damals an diese Veränderungen? Also ich möchte da jetzt ein bisschen anhängen. Die aktuelle Lage in unserem Heimatland Österreich beschäftigt mich sehr. Ich habe mir dazu auf schriftstellerischer Basis ein paar Gedanken dazu gemacht. Die habe ich in eine Kolumne gekleidet und die möchte ich noch gerne vorlesen. Zur aktuellen Lage. Eine demokratisch gewählte Partei hat nicht von vornherein das Privileg, auch wirklich demokratisch zu sein. Demokratie erfordert auch Anstand.
Das, was sich in den letzten Monaten in unserem Land abgespielt hat, ist eine permanente Gefahr für alle in unserem Land lebenden Menschen. Seit dem skandalösen Video von Ibiza ist für viele Österreicherinnen und Österreicher die Berufspolitik endgültig in Verruf geraten. Bei der letzten Nationalratswahl haben sich viele von der großen Koalition Enttäuschte eine Alternative gesucht und sind somit ins rechtspopulistische Lager geflüchtet. Die Geschichte ist eine Lehrmeisterin, die keine Schüler findet, sagt die Dichterin Ingeborg Bachmann. Die schwierigen gesellschaftlich-politischen relevanten Fragen, die sich zurzeit stellen, sind in ihrer Komplexität oft schwer zu durchschauen und kaum einfach zu beantworten. Welche Motive auch immer hinter dem mysteriösen Video stecken mögen, es scheint notwendig gewesen zu sein, um aufzuzeigen, wie skrupellos die Herren Gudemus und Strache versucht haben, an die Macht zu kommen. Das Gefährliche an den rechtsextremen Gruppierungen liegt in den nationalsozialistischen Ideologien, die sie im Gewand einer demokratischen Partei kaschieren. Das ist nach Bachmann eine Wahrheit, die den Österreicherinnen und Österreichern zumutbar ist. Jeder Bürger dieses Landes, mag er noch so introvertiert sein, ist auf ein Du hingeordnet und somit ein Teil der Gesellschaft. Und wir können und sollten uns dieser Verantwortung nicht entziehen. Denn jeder ist nach der griechischen Philosophie ein Politiker, nämlich ein Gemeinschaftswesen. Und bei aller oft gerechtfertigten Kritik an Berufspolitikern muss hier angebracht werden, dass es auch gute Politiker gibt, die sich für das Wohl der Menschen in Österreich und in der Europäischen Union einsetzen. Wenn wir wollen, dass so, wie es in unserer Nationalhymne heißt, unser Heimatland ein viel geliebtes Österreich bleibt und auch der Grundgedanke der europäischen Gemeinschaft nach Beethoven alle Menschen Schwestern und Brüder werden sollen, dürfen auch wir die Hände nicht in den Schoß legen. Es gilt auch nach Dürrenmatt die ausländerfreundliche Devise: Man soll das Vaterland nicht mehr lieben als einen Menschen. De facto ist es notwendig, politisch gut informiert zu sein, im Beisel beim Stammtisch zu politisieren, zur Wahlurne zu schreiten und sich im regionalen Bereich politisch zu engagieren. Zu der aktuellen Lage würde mich dann noch sehr interessieren, was Sie dazu sagen zu den populistischen Bewegungen, zu der Fremdenfeindlichkeit und zu dem Antisemitismus. Ich mag mich erinnern, damals war ich noch in der Kirche tätig, in der Erzdiözese Wien als Ordensbruder, und da haben wir Leibchen drucken lassen, also T-Shirts, darauf ist gestanden: Jeder ist Ausländer, fast überall. Also ich finde die Fremdenfeindlichkeit, die sich momentan in unserem Land breit macht, für absolut katastrophal. Ja. Und ich glaube, dass der Herr Strache und der Herr Gudemus, wie ich es auch in dieser Kolumne kurz angeschnitten habe, sich gar nicht bewusst waren,
was sie da auslösen. Und ein salonfähiger Antisemitismus, den hat es in den letzten Jahren schon lange gegeben. Problem ist, so glaube ich, dass der salonfähige, in Anführungszeichen, Antisemitismus jetzt ins proletarische Lager hinuntergeht. Und die Menschen, die diese Meinungen teilen, fühlen sich oder haben sich von der Regierung von Strache und Kurz bestätigt gefühlt. Welche Wünsche haben Sie noch für Ihr Land und für Europa in Zukunft? Dass alle Menschen, egal welcher Tradition sie angehören, egal welche Religion das sie haben, als Menschen ernst genommen werden und friedlich in diesem Land leben können. Ich habe vielleicht zum Abschluss noch zwei ganz kurze Gedichte über die Annenstraße in Graz, eine Autobahn der Migration. Die Autobahn der Migration. Alle, die sich friedlich verhalten, sind hier willkommen. Humanismus. Die Rechtspopulisten könnten in unserer Straße Menschlichkeit erlernen. Dankeschön. Und zum Abschluss noch die Frage, Ihr persönlicher Wunsch oder Ihre Erwartung gegenüber die EU und Europa? Ich glaube, dass der Grundgedanke der Europäischen Union ein wunderbarer Gedanke ist. Bundespräsident Van der Bellen hat gesagt, die Europäische Union ist das Beste, was uns je eingefallen ist. Und ich hoffe, dass dieser Gedanke, dass alle Kulturen und Menschen mit verschiedenen Traditionen friedlich in diesem Land zusammenleben können und in Europa, das funktioniert. Es braucht Rücksichtnahme, es braucht Hinhören auf den anderen, viel Geduld, aber mit gutem Willen und Einsatz ist das möglich und ich blicke positiv in die Zukunft und mit viel Hoffnung. Vielen Dank für das Interview. Danke auch.